48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, Dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 17. Episode des YPC Boat 2025 und damit zum Finale. Für die 8 qualifizierten Teams war es ein beschwerlicher Weg. Für uns Zuschauer dagegen eine mitreißende Gruppenphase, in der sogar noch besser gefangen wurde als in der vergangenen Saison. In Gruppe A genügte den Favoriten von Nace und LMAB ein jeweils gutes Ergebnis. Das in 2 der 3 anderen Gruppen allerdings das vorzeitige Aus bedeutet hätte. In Gruppe B lieferten die Big Bait-Fans von Savage Gear eine regelrechte Machtdemonstration, holten souverän den Gruppensieg und brachen obendrein Stroffs Vorrundenrekord aus dem Vorjahr. Dahinter zeigte auch Turnierfavorit Westin eine starke Leistung. Trotzdem waren es aber Frank The Tank Sharper und Tobi Hilgendorf vom B1 Bootscenter, die samt Boot noch ein bisschen besser performten als die nimmermüden Belgier und am Ende einen hauchdünnen Vorsprung über die Ziellinie retteten. Gruppe C hatte es ebenfalls in sich. Sunline, nach dem ersten Wettkampftag noch Schlusslicht, kam mit 3 Meter Hechten spektakulär zurück, brauchte zum Schluss aber trotzdem noch einen 80er Zander, um das Finalticket endgültig zu lösen. Den zweiten Qualifikationsplatz buchten die Newcomer von Bite of Bleak, die sich nach insgesamt 16 Angelstunden mit nicht einmal 2 Punkten Vorsprung gegen die Ehrenmänner von Fox Rage durchsetzten. In Gruppe D dominierte das unterhaltsame Duo von Bullseye. Dahinter war es aber ebenfalls ein Fotofinish, bei dem Team Lawrence letztlich mit 4 bzw. 7 Punkten vor den Konkurrenten von S-Ash Lithium und Shimano die Nase vorn hatte. Dramen gab es also schon einige. Wir hoffen natürlich auf eine Fortsetzung. Im Finale wird nur einen Tag 8 Stunden geangelt. Für die Fullcard müssen 6 statt 8 Fische eingereicht werden. Je ein Hecht, Barsch und Zander plus 3 Bonusfische. Wie in der Gruppenphase können aber nur maximal 3 Fische einer Art eingebracht werden. Die Spotwahl ist komplett frei. Neben Haringvliet, Volkerak und Hollandsdieb dürfen auch die angrenzenden Flusssysteme beangelt werden. Viel Spaß mit der ersten von 2 XXL-Finalfolgen. Ja, schönen guten Morgen. Man sieht, wir sind nicht die Ersten an Bord. Um 8 beginnt das Turnier, aber um 7, also pünktlich sind alle da. Die Leute nehmen es auf jeden Fall ernst. Wird super spannender Tag, also viel Spaß, Leute, beim Zuschauen. Vermuten leicht, dass Paul und Tim am selben Spot sind. Also haben wir sie gestern gesehen. Aber wir sind schneller. Guten Morgen. Ihr werdet heute viel Kontrast sehen. Viele Menschen, die im Großgewässer stehen und mit der Welle kämpfen. Und wir haben uns gesagt, wir probieren dasselbe wie gestern. Wir brauchen heute einen Barsch, einen Zander, einen Hecht. Dann haben wir 3 Various Fische, also 3, die wir uns aussuchen können.
Und wenn dann nur einer von den Hechtbrüdern beißt und einer von den Barschschwestern, dann haben wir hier gut durchgefischt. Und dann gucken wir mal, wo wir enden. Ja, ich wünsche euch was. Viel Glück. Macht's gut. Aus, danke. Ciao. Oh. Na dann, wollen wir. Die Euphorie, die Anspannung, ich spreche immer vom Sport. Ja, wenn du in der Halle bist, beim Fußball oder Handball und du hast die ganze Halle gegen dich und du musst dann halt, wir nennen das auf gut Deutsch, drehzahlfest sein, um hier auch nicht in einer schwierigen Minute mal die Nerven zu verlieren, sondern sich gegenseitig zu pushen, positiv zu denken und auch weiterzumachen. Und da haben wir beide uns definitiv gefunden. Das ist so wichtig, wenn du weißt, wer in der gleichen Zeit gegen dich angelt. Ja, ist das unglaublich. Und wir sind an unserem Spot, an dem wir auch ins Finale gekommen sind. Wir werden jetzt hier eine große Kante lang abangeln. Wir werfen zum Ufer und Frankie wirft nach draußen und wir wechseln. Jetzt fahren wir, da wir noch ein bisschen Zeit haben, schon mal mit dem Sidescan die etwas tiefere Kante ab und gucken halt, ob wir schon mal Futterfisch finden oder auch große Fische, die hier stehen, um besser lokalisieren zu können, auf welcher Tiefe wir stehen müssen. Bei 2 bis 3 Meter ist das Kraut. Ab 3 Meter ist die Abbruchkante auf 4 bis 5 Meter runter. Da kommen meistens die Bisse und wir gucken jetzt einfach noch mal links und rechts, was wir machen können, was die beste Taktik ist und ja, seid gespannt. Herzlich willkommen zum Finale vom YPC Boat 2025. Ganz Team Chaos untypisch sind wir schon eine Viertelstunde vorher am Spot und können einen wunderschönen Sonnenaufgang genießen. Hoffentlich klappt's. Heute für uns ist der Gamble. Es gibt 2 Gewässer, die man hier beangeln kann. Aus dem einen kommen tendenziell die größeren Fische, wo wir nicht fischen. Aus dem anderen, hier kommen die kleineren, aber wir kennen uns gut aus. Deswegen wird schwierig, aber wir machen irgendwas draus, oder? Ich bin ganz schön aufgeregt. Ja, drückt die Daumen, viel Spaß bei der Folge. Bis gleich hoffentlich mit Fisch. Der Wind pfeift uns schon um die Ohren. Es wird recht schaukelig heute. Ist aber nicht so schlimm, weil viel Bewegung im Wasser ist immer besser als gar keine. Von daher sind wir heute ein bisschen eher am Spot, einfach um uns ein bisschen einzugrooven. Und hier ist mit den Wellen. Wir wollen eigentlich nur unseren Spot safe haben. So sieht's aus und wir sind nicht umsonst früh aufgestanden. Das stimmt, das stimmt. Denn die Konkurrenz hat schon vorbeigeguckt. Hat er uns gesehen und meinte, dann fängt er am besten Spot an. Ist auch kein Problem. Elfin an der Stelle. Petri für Grüße heute. Und Petri. Genau. Und mal gucken, was der Tag bringt. Wir hatten gestern ein vielversprechendes Training. Aber am Ende Angeln ist Angeln, drückt uns die Daumen. Genau. Und yo. Und yo. Viel Spaß beim Zusehen. We made it to the final. That was our main goal, so. Yeah, for sure. And today will be heavy. I think we have a little problem. The first spot was closed. And now we're here on a spot where on the left side the Rijkswaterstaat is. So they're looking that everything is correct on the water. They are really close now. We hope that everything will fix now. So we hope to do a good job today and get a lot of big fish. Yeah, and we're excited. We're really excited. Let's go. Ready to rumble. Ready to rumble. All right, man. Finals. Here we are. Super pumped. And we got a good game plan. We think, at least. It's going to be perch first. Ideal situation would be to get 3 big ones, but we will settle with 1, potentially 2. Get a decent zander on the board, but most of all we want to focus on big pike fishing. That's our game. We think that the big pike can really make the difference in this competition. So indeed getting a high 40 perch zander, that would be super nice, hopefully 2. Then quickly go to medium-sized zander. We never know it's enough, but big pike, that can make the big difference. And also for us, it's the most fun thing to do. So yeah, we have our plan set and it worked out 2 days ago. Let's see if we can repeat that one and with even bigger fish. So we did some good pre-fishing as well yesterday. Yep. So we have a couple of extra tricks up our sleeve. So hopefully we can give you another good show. So stay tuned. Good morning. Good morning, everybody.
So last time I spoke to you, we were convinced we weren't in the finals. But hey, yet here we are. We managed to squeeze ourselves into the finals with a few point difference. Very happy, very pleased about that, of course. So today is the finals. Go, 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 go time. We have a plan and we're gonna try to crush them all. Stay tuned for some nice action. YPC Boat Finale 2025, Team Bullseye ist am Start. Tim und Paul melden sich zum Dienst. Wir haben es wirklich geschafft ins Finale. Das war unser Ziel. Jetzt haben wir das geschafft und alles, was heute passiert, ist Bonus. Wir haben natürlich richtig Bock, das Ding nach Hause zu holen. Aber für uns ist heute Spaßangeln angesagt. Wir werden zunächst auf Bar starten. Danach fahren wir ins Kraut, Hechtangeln, vielleicht ein paar Zander nebenbei. Und sonst holen wir uns die Zander nachher noch. Wir haben Bock. Unser Plan ist an sich ganz gut. Ist eigentlich ganz Und geil. wofür es am Ende reicht, Leute, werden wir dann sehen. Viel Spaß bei der Folge. Drückt uns die Daumen. YPC Boat. Let's go, boy. Die Teams sind so gut wie startklar. Bevor die Bügel aufgeklappt werden, ein kurzer Blick auf die Startposition. 5 Boote beginnen auf dem Haringfleet. Nace im Westen, Lawrence, Bullseye und Savage Gear starten leicht versetzt voneinander im mittleren Gewässerteil und B1 angelt zum Auftakt an der Südseite von Tinchemeten. 2 Teams haben sich ebenfalls fürs Großgewässer entschieden, allerdings fürs Volkerak. LMAB fischt relativ weit im Westen, weit auf Bliek unweit des Rhein-Schelde-Kanals. Sunline ist das einzige Team, das auf dem Fluss startet, und zwar erwartungsgemäß auf der oberen Meerwede, wo Paule und Christian am 2. Vorrundentag so überragend abgeliefert hatten. Mal sehen, ob und wie sich die initiale Spotwahl auf das Geschehen auswirkt. Jetzt wird's aber Zeit, dass die Köder ins Wasser kommen. 2 minutes. Okay, so, Jungs. Yeah, let's fucking do this. Jetzt fangen wir erstmal an mit Hecht und Zander. Das sind die Köder, die ich auf jeden Fall angeln werde. Und zwar dieser Gummifisch. Stinger ist wichtig, weil die Zander oft spitz beißen. Soll auf jeden Fall einen Unterschied machen hier. Deshalb mit einer Glasrassel, die hier hinten drin ist, sodass den Lauf nicht verändert. Also der Köder bewegt sich relativ wenig. Also er hat keine rollende Aktion, sondern nur der Paddel bewegt sich ganz langsam. Und es soll der Erfolg sein für den Zander, aber natürlich auch der Hecht. Also in der Vorrunde ging ja da 1,5 Meter Hecht drauf. So, dann natürlich der Sonnenbarsch mit den Pulstail. Der sieht schon zerrammelt aus. Von den Zander, da stehen die Zander auf jeden Fall drauf. Also das will ich im Wechsel werfen. Wir driften ganz langsam, nicht über 0,8 Kilometer pro Stunde. Dann können wir mit dem Motor perfekt einstellen. In den ersten 2 Stunden müssen wir damit Zander fangen. Gummifisch und mal ein Hecht. Tobi angelt Chatterbait, aber wechselt auch mal hin und her. Und wenn wir einen Hecht sehen, das war gestern noch ganz interessant, und zwar buckeln die Hechte, das haben wir auch gesehen. Ja? Also die kommen wie so eine Brasse hoch, da haben wir einen riesen Hecht gesehen. Und gestern beim Hafenschnack wieder, Chrissy Jülke hat das auch gesehen. Das war, ich meine, erstmal Gratulation, Gruppenerster, Paule und Chrissy. Und zwar haben die dann hinterhergeworfen mit einem Jerk praktisch. Und das ist heute auch ein Ding, dass ich sage, wenn man vielleicht sieht, dass ein Hecht anschwimmt oder mal als Nachläufer ist, nochmal nachgehen mit einem Jerkbait und nochmal gucken, ob man den ja, aktiviert bekommt. Das ist so der Plan. Wir werden sehen, ob es aufgeht. Bleibt dran. Die kleinen Biester hier sind Mangelware. Ich habe echt schon ein paar davon durchgescheuert. 9 cm Perchet. 9. Unos minutos. Ich bin aber wirklich entspannter als an den anderen Tagen. Ich bin jetzt echt aufgeregt. Also nicht aufgeregt, aber schon, kann jetzt auch ruhig losgehen. Oh, I'm so bloody nervous. You don't want to know. It's now or never, Mitch. Wir sind gespannt. Ihr hoffentlich auch. Ja. Auf dem Fernseher, auf der Couch. Macht euch ein Bier auf. Wir freuen uns. Mögen die Boote performen. 15 Sekunden Kanone. Viel Spaß beim Zuschauen. Auf geht's, YPC Boat Finale 2025. Erster Wurf. Punkt 8 Uhr. Erster Wurf, los geht's. Jetzt Salzkanone. Erster Wurf. Also, viel Glück allen Teams und ready. Okay, start. Let's go. Oh, fuck.
Perfect. We go? Yes. Yes. 1 second past 8. Let's go. Good luck. Good luck, man. Precisely cast, Simon. Oh. Like you did it before. Perfect cast for first fish. All right, good luck everyone. Good luck, boys. Let's go. Let's go, hold on. Fish. Yep. It's a small sounder, but nice. Okay. Small, but first fish in the boat. Second cast, that's good, that's really good. 49. Tim startet wieder mit dem Free Rig wie gestern. Ich starte wieder mit dem Net Rig, mit dem Duo Realis Wriggle Net Slim. Einfach so der perfekte Köder, um solche kleinen Strukturen auszuangeln. Kann man schön lange stehen lassen. Das Net Rig wackelt oben schön. Tim mit seinem Krebs kriegt super einen flüchtenden kleinen Krebs imitiert, den die Barsche sich ja auch gerne weghauen. Das ist ein sehr krebsreiches Gewässer. Das Net Rig imitiert eher so einen, ja, wenn man das überhaupt genau sagen kann. Für mich macht das Net Rig nicht wirklich Sinn, warum es fängt. Aber es imitiert vielleicht so einen gründelnden Fisch. Die stehen ja auch oft so mit dem Schwanz nach oben, dass sie Nahrung vom Boden aufsaugen. So rum würde ich mir das begründen, aber an sich macht Net Rig 0 Sinn. Aber es fängt brutal gut. Wir sind heute auf einem Großgewässer. Wir haben zwar im Fluss, wie ihr gesehen habt, gut gefangen. Aber natürlich hat man in der Gruppenphase auch beobachtet, dass einige andere Teams auf den Großgewässern gut gefangen haben. Wir haben uns deswegen auch nochmal fürs Training in einem anderen Großgewässer als in dem, wo wir in der Gruppenphase geangelt haben, entschieden. Und haben hier im Training wirklich, wirklich gut gefangen. Und genau deswegen starten wir hier und werden wahrscheinlich auch hier unseren Plan für den ganzen Tag durchziehen. Johannes hatte im Vorfeld, bevor ich angereist war, schon trainiert hier und auch echt gut gefangen. Wir hatten uns eigentlich fürs andere Gewässer entschieden in der Gruppenphase, weil wir da die größeren Hechte vermutet haben. Die haben wir dort nicht bekommen. Wir haben aber hier ein paar schöne im Training gefangen und deswegen versuchen wir hier einfach jetzt alles voll zu fangen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen kann ich gar nicht so viel reden im Moment. Man hofft einfach inständig, dass der erste Fisch kommt. Und da ist er. Habe ich doch gesagt, keine 5 Würfe. Kein großer Fisch. Nee, aber der erste. Aber der erste Fisch. Ja. 30er. 30. 30er Barsch. Und weiter geht's. Na, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Schauen wir mal. Ja, wir sind 4 Minuten 28 Sekunden zu spät, weil wir noch eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Bootbackel hatten. Aber es ist, wie es ist. Schauen wir mal. Tide heute ein bisschen besser als gestern. Die Haare sitzen auch bei dir, Die ja. Haare sitzen. Schöne Föhnfrise heute. Ja, Paula hat schon den ersten Wurf gemacht, ein bisschen spät dran sind. Da ja heute so ein bisschen anderes Verhältnis ist mit den Fischen. Wäre es ganz cool, wenn wir 2 Hechte kriegen, 2 Barsche. 1 oder 2 Zander. Also am liebsten wären wir 2 Zander, 2 Barsche, 2 Hechte. Aber wir schauen mal. Guck, ob die Hechte hier an der Kante jetzt direkt aktiv sind. Paul kümmert sich um die Barsche. Und dann haben wir jetzt entspannte 7 Stunden 55 Zeit. Irgendwas wird schon rucken und wir rucken zurück. Auf jeden Fall. Fisch. Guter Barsch, kein Zander. Leider klein. Ja, guter Start. Haufen. Spinnerbait. Das ist ein guter erster Fisch. Leider zu klein für das, was wir brauchen. Aber ich will mich nicht beschweren. Die Fische sind aktiv und
ja, man hat schon gesehen, das Wasser ist sehr trüb. Deswegen haben wir uns schon gedacht, das sind eher Zander als Barsche. Das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Messen wir ganz kurz. Oh, 60. Ganz guter Start. Aber wie gesagt, im Finale kommt man mit 60 nicht weit. Deswegen darf der schnell zurück und wir fangen einen größeren. Gut, ich bin trotzdem happy. So, weiter geht's. Oh, it's a pike, it's a pike. Yes! Oh yeah, that's great. 78, right? Yep. Yeah, so it's really, really good. We really hoped for a pike as a bonus fish because we didn't want to go all in for pike. Just go for sander and perch and hope for some pike. So yeah, feels really good. Caught it on the butterbolt, on a bite oblique tungsten head. The parrot beak color is, no, the perch extreme color. Super good. There's a little bit too much current to fish slowly, so changing directly to a little bit more vibration and baits that are moving a bit faster down. Ja, ein kleiner Barsch, denke ich. Untermaßig zählt nicht. Davon sind sehr, sehr viele im Moment unterwegs. An denen werden wir heute noch ein paar sehen. Ja. An denen werden wir noch ein paar sehen, ja. Alter, hier vorne hat auch schon was geraubt. Hebels gehabt. Da hinten ist der Schwalb. Oh ja. Alter. Sind die schon wieder in Jange, die Dinger? Gibt's da nicht, warum hing der jetzt nicht? Den komplett verfehlt. Scheiße, ey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hey, danke. Yeah, yes. Yep. Nice. I think we got a decent pike over here or something because it doesn't Fight like a perch. Fight like a perch, or it's a brim. It could be a brim too. Or it's a nice zander or something. I've got no clue. It feels like a brim to me. That's a brim. Yeah, I'm pretty sure. Brim. Yeah, we have a brim in the back. Not what we want during competition. I'm just gonna net it to speed up the process. Yeah. There you go. Got the net? Yes. So yeah, as we said before, there's a lot of brim on the spot, and that's not what we wanna get into the boat. So quickly get this one back. See if there's perch as well. I didn't feel a bite. It was like suddenly getting snagged. But a perch that size would be nice, to be honest. Yeah, bite. So nice. It's quite a nice, okay fish, I guess. Pas op deze hengel. Rest. This is a big one. Yes. A bit more to the right of the buoy. You saw where I cast it? Yeah. Awesome. Nice one. First one in, guys. That's a 45 plus. This is exactly what we need for the finals. Look at that, guys. Jeez. I love the perch so much. They're so beautiful. Really stunning fish. Let's quickly see the size. 48. 48. Check. Wow. What a start. First bite, 48 centimeter. Crazy, man. Good points. That's really good points. Really important point. We need them today, so. Awesome fish. Awesome. Very, very happy with this guy. Release. Boom. Strong release. Awesome. So that's the first fish on the card and directly a good one. Let's continue like this. Let's continue, Mitch. Let's continue, man. Die Frühfrequenz lässt hoffen. Lawrence mit einem starken Auftakt auf dem Großgewässer. Bleibt die Frage, ob die Fische auf dem Fluss ebenfalls in Frühstückslaune sind. Fisch.
Dicker Bar. Yes. Mach das bloß, sagte. Ja. Bremse ein bisschen ab vielleicht. Ja. Boah, Pauli, Alter. Der Wahnsinn, wenn der hingeht. Also. Jo, ist okay. Oh, der ist groß. Ja. Gute runter vielleicht ein Stück. Und der ist drin. Bam, Alter. Und der ist groß. Und der ist ein richtig schöner, Alter. Geil. Ich jogge aber noch kurz zu Ende, ja? Ja, klar. Der könnte vielleicht einen Puffi haben. Boah, richtig dicker Barsch, Alter. Es läuft wieder, Freunde. Oh, Alter, ist der groß. Der sah gar nicht so groß aus. Soll ich dir mal den Barsch an, Alter? Boah. Früher wäre noch größer. Über 49,5. Hier, der ist so ja an der 50 dran. Hier seht ihr, das ist ein richtiger waschechter Fuffi. Freunde, guckt euch mal diesen geilen Barsch an. Traumfisch, den lassen wir jetzt schnell zurück. Schlupp, Alter. Ja, boah, ist das ein geiler Start, Leute. Drückt uns die Daumen, dass es so weiterläuft. Kaum 15 Minuten rum und 2 Teams könnten die Barschrouten theoretisch schon wieder unter Deck räumen. Sunlines Flussstrategie trägt früh die ersten Früchte. Enrico und Johannes fällt's derweil wie Schuppen von den Augen. Zander. Ja, Leute, wir sind am richtigen Platz, ganz klar. Aber die beißen nicht. Auch ein vernünftiger Zander auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal die Methode. Vielleicht ganz langsam mit Dropshot. Vielleicht kann man ja so einen rauskitzeln. Irgendwie müssen wir es ja zum Biss überreden. Hier zählt die Bodensee-Regel nicht. Mit gebissen oder gerissen schmecken sie gleich. Hier müssen sie nur lang sein. Wie Enrico euch ja schon gesagt hat, haben wir hier 2 Tage trainiert und ich muss sagen, die 2 Tage haben auch richtig Spaß gemacht. Ich habe mich richtig gefreut, hier heute zu angeln. Nichtsdestotrotz, in dem Gewässer sammeln sich die Köderfische bzw. generell die Fische zu der Jahreszeit jetzt an den Kanten. Wir fischen heute ungefähr zwischen 5 und 8 Metern und wir haben hier extrem viel Köderfisch. Also ganz viel Schwärme mit so ganz kleinen und viele Brassen an den Kanten. Und wir wollen hauptsächlich diese kleinen Köderfische imitieren. Und das machen wir eben mit 9 cm Ködern. In dem Fall Bleakshad und Perchshad. Und einer von uns fischt immer extrem schwer, also 20 Gramm ungefähr, und einer leicht. Dass wir ein bisschen verschiedenes Muster da reinbringen, um ein bisschen aus den Schwärmen auch ein bisschen herauszustechen. Es hat im Training super funktioniert auf Barsch, Zander und Hecht. Wir haben noch eine zweite Route geriggt mit einem größeren Köder, um immer mal einmal abzufächern, um zu checken, ob da ein Hecht ist, der vielleicht einen größeren haben will. Und ja, mal gucken. Jetzt fahren wir erstmal die Schiene, die ersten 2-3 Stunden. Dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und sonst hätten wir noch andere Plätze zum ein bisschen mehr Finesse-Angeln oder machen doch mal eine Hechtdrift. Wir gucken, aber jetzt erstmal durchjiggen, durch die kleinen Zander durch. Weil wir haben im Training ja echt gechickt, gute Zander gefangen, 70 plus, 80 plus sogar. Große Hechte. Und dicke Barsche. Also ja, ich hoffe, dass wir einfach noch mal so einen Angeltag haben wie gestern oder letzte Woche und dann bin ich happy. Boah, mehr drin, als du denkst. Zu jeder Bestellung gibt es einen Effekt Energy Drink Pink Grapefruit gratis dazu. Garantiert ohne nass zu werden und nur solange der Vorrat reicht. Und natürlich nur auf hechtundbarsch.de. 200 € der besten Kunstköder gratis zu deinem Angelscheinkurs. Jetzt noch bis zum 30.04. gibt es ein Kunstköderset im Wert von über 200 € gratis zu deinem Vorbereitungskurs auf die Fischereischeinprüfung. Mit dabei sind Nace, Westin, Savage Gear, LMAB und Monkey Lures. Alles das gibt's einfach gratis dazu. Jetzt zuschlagen, alle Infos wie immer auf anglerschmiede.de. PS gilt natürlich auch für Gutscheine.
Fisch. Fisch? Ja. Bisschen größer. Der nächste Zander auf dem Spinnerbait scheinen sie zu mögen. Viele Leute wissen gar nicht, dass man mit Spinnerbaits gut Zander fängt. Da gibt es immer nur das normale Jing, klassisch. Aber wie gesagt, Spinnerbait, super. Da ist er. Der ist ein bisschen größer, würde ich sagen. Immer noch nicht, das wir fürs Finale brauchen, aber schöner Fisch. 65 Lade. Und 64,5, ja. 65, ja, schon ein bisschen größer. Über 70 müssen sie werden. Ich freue mich trotzdem sehr. Guter Start ins Turnier, beziehungsweise nicht ins Turnier, ins Finale. Top. Petri. Petri, Dank. Weiter geht's. Ja, ich bin immer noch sehr aufgeregt, weil man weiß, es beißt zwar, es funktioniert, aber wenn man sich die Ergebnisse der letzten Tage anguckt, weiß man auch, dass das einfach nicht ausreicht, die Länge. Aber es ist schon mal ganz gut für die Nerven, auf jeden Fall. Ja, Fisch. Ach, schön ruhig. Schöner Zitti. Oh, super, 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 super. Oh. Frankie könnte ein 70er sein. Da ist es. 70er. Ey. Der Angstgegner. Ja, da ist der Angstgegner. Ganz ruhig, ganz ruhig. Und schöner. 70er. Guck mal, voll eingeatmet. Oh, hat der den Gummi weggeknallt? Ja, ja. Das ist ja. Mann. Tja. Der erster Fisch. Der Angstgegner. Super, Vorsicht. So, es geht es nass. So, den messen wir gleich mal, den Jungen. Oh, größer ist er noch. Ja. Ist okay. 74. 73,5, 74. 74er Zander. Das sind schon eher die Kaliber, die es in einem Finale braucht. Toller Krautzander. Man munkelt übrigens, dass Frank dieses Exemplar während eines seiner berüchtigten Hafenschnacks akquiriert hat. Boah. Ah, der ist sofort weg. Hier sind die richtig in Fire. Und das war der Köder. On Fire, in Fire. So. Frankie ist immer im Feuer drin. So, da ist er. Den leiert man ganz, ganz langsam. Geht natürlich auch gut eine Hecht drauf. Ordentliches Millimeter Flur drauf vorne. Drift nicht vergessen, 0,8. Darf nicht die 1 vorne stehen. Super Safety geht natürlich mit dem Motor hervorragend. Also mögen die Boote performen und natürlich auch. Und Action. Hast du das gespürt? Ja, aber ganz leicht. Das ist scheißegal. Ja, wenn der nicht gehakt ist, dann haben wir nicht das. Jetzt auf die andere Seite. Ja. Ein bisschen zu, die Bremse. Ein bisschen händisch. Spannung hier, Leute. Spannung. Großer Hechter. Das hatten wir letztes Jahr schon mal. Ich habe ein Déjà-vu. Wehe, da kommt ein gehakter großer Zander raus. Komm mal auf die Spitze. Kommt Enricos Drilltechnik wieder. Oder es ist ein Riesenzander, aber ein Hecht wäre schon weggespannt vielleicht. Wir sehen. Wir nehmen ihn auf jeden Fall.
Ja. Wie ist die Regel? Im Kopfbereich. Das wird schwierig. Das ist nicht Kopfbereich, sondern vor dem Kiemendeckel. Ja, vor dem Kiemendeckelende. Und das ist Kiemendeckelende. Also halten mal hoch und dann gucken wir ihn mal genauer an. Ja, theoretisch hat er hier auf. Das ist genau. Wenn vor dem Kiemendeckel ist, dann kann's. Guckt euch diesen Zander an, Leute. Schon wieder das Gleiche. Wie im letzten Jahr. Kannst du keinem erzählen. Wäre 79. Hat er? Ja, oder hat er drin. Ja. 78. Ja, Leute, wir haben jetzt mitbekommen, dass der Fisch nicht zählt. Ich bin aber auch schon davon ausgegangen, weil er halt nicht, also wirklich im Kopfbereich bzw. vorne im Maulbereich hing, sondern ein Stück hinterm Kiemendeckel, so ein Zentimeter, nicht hinterm Kiemendeckel, aber da, wo der Kiemenbogen zu Ende ist, im Fleisch. Aber das ist auch, ich sage es ganz ehrlich, es ist auch okay. Es ist zwar schade, dass der Fisch nicht irgendwie 1 Zentimeter weiter vorne hängt, weil dann wäre auf jeden Fall sicher drin. Aber mit so einem gehackten Fisch, er hätte auch einfach ein bisschen sich mehr Mühe geben können beim Beißen. Mehr Mühe geben können, genau. Aber mit so einem gehackten Fisch dann irgendwie das Ding hier, also zu Ende zu spielen, fühlt sich auch nicht so gut an. Deswegen ist es vollkommen okay. Schade drum, irgendwie Déjà-vu von letztem Jahr, aber am Ende vollkommen okay. Bin ich total fein mit. Beißen noch nicht gut, die Kameraden. Legen sich drauf oder daneben. Bitter. Zaghafte Zander am Spot von LMAB, den ursprünglich ja auch Bite of Bleak als erste Angelstelle ansteuern wollte. Fish. Yep, nice, nice, nice. Good one? Yeah, good take. Yep, come Good right take. away. Yeah, that's a better one. Yep, yep, yep. Real. Oh, nice, nice. Whoa, that's a big one. That's a big one. Perfect. Oh. I have to hurry up. That's a really big fish. Yes, really looks like a big. big one. Oh, fuck. That's a 90. Here it comes. There it comes. And it's a big one, and it's in the net. Yes. Whew. Nice, Jochen. You got the measure board, please? We can do this together. I'm happy that LMAB took our spot. Thanks a lot, guys. So the measuring boarding is up. But that's a really nice fish. Okay, we will see. Oh, that's a big one. That's a big really one. Nice fish. That's an 80. These and Zander are a really nice one. Watch. You know that you're on camera. So I catch it on the IU, albino IU, and I lost the tail now. Had to fix the lure. But what an unbelievably nice fish. So that's a good one for the scorecard. Yeah, we will release it. Thanks a lot, buddy. Boom. So kann's gehen. Die unfreiwillige Planänderung bringt einen möglicherweise extrem wichtigen Fisch. Denn erfahrungsgemäß sind solche Zander seltener als ähnlich punktstarke Exemplare der anderen Zielfischarten. Bite of Bleak ist dementsprechend oben auf. Everything works perfect. Want to have two, maybe we get 3 decent zander here. I think if you have an average, maybe 75, 80, that will be perfect. Then we can go for the perch. And if there's, yeah, we will see. It's really difficult today. In the moment, the conditions are pretty cool, but there shall come more wind, and then we have to watch what happens. Fish. Nice. Oh, take camera on. Better than the first one, but not too good. Yep, good. Perfect. It's 55. Okay. Too small, too small, too small.
So we move to the shallows right now to see if we can find some zander in between the weeds, because the perch isn't there yet. We know this spot holds up some decent zander, so first to try to take them off the box and then move to perch fishing again. I switched to twitch baiting again because I've noticed over the last couple of days that twitch baiting seemed to be very effective for decent sized zander. But right now I just had a decent perch, like 40 plus, literally coming in front of the boat, fins up, taking the bait, but too bad I didn't hook it, so all part of fishing, of course. So let's see if we can get them on a different spot, and fingers crossed for the zander right now. Fish, fish, fish. I thought it was stuck in the weeds again, but then the weeds... The typical bite over here. Yep. It's a decent zander. Nice, nice, nice. That's a really nice zander, buddy. That's the one we need. That's the one we're after. Oof. This is why... Oh my God, come here. This is why it's super smooth. No way. Oh. Oh, come on. Fuck, that was a good zander. That was 65 easily. Oh, how? Fuck. All right, let's continue fishing, buddy. There's more here. Come on. Don't worry about it. Come on. That was a big fish, man. Usually on twitch baits, you just don't lose them. Drag was perfect. Everything went. Why? I know. It sucks, but... Oh, that was a really good fish, man. Yeah. It was so close. Der wird noch eine Weile nachhängen. Während Hugo hadert, bekommt das andere noch zählerlose Team eine erste gute Chance. Ist. Ja? Ja, eng. Yes. Oh, ist kein großer, aber ist ein Barsch. Das ist schon mal wichtig. Safe Barsch? Ja, aber ein 30er vielleicht. Ah, sind schon mal zu Hause. Wenn du mit 30 hinkommst, aber sag mal, das erste Fisch. Schön. Und berührt ganz genau die 33. Richtig schöner Barsch. Vor allem schaut euch mal die Färbung an. Diese Punkte drauf, oder? Rotfärbung. Ein richtiger Krebsfresser, deswegen wollte er die Krebse. Und der darf noch ein paar fressen, bis er noch ein paar Zentimeter größer ist. Und dann könnt ihr den noch mal fangen. Ciao, Kollege. Verpetzt uns nicht. Erster Fisch auf dem Boot. So, mein Freund. 33 Zentimeter. 33. Schön, passt. Den schicken wir mal rein. Dass der Toni nicht denkt, wir haben keinen Empfang. What a nice, such a nice day. Oh, such a nice day. You're on fire, man. We need it, we need it. Hard to tell the size. Feels a little bit smaller, but a perch is a perch. That's not small. Definitely not small. Fighting like a beast. Oh shit. That's a good one. Yeah, that's a good one. Thanks, buddy. All right. Number 2. Again, to the right. So, boom. It's another 45, huh? A little bit smaller, I guess, than the previous one, but careful, picky bites. You can see they're hooked. They're hooked in the mouth, but barely. So, yeah, beautiful fish. Quickly, the measurement. Close the mouth, slide to the front, and we have a 45. Boom, 45. Important fish again. That's number 2. Let's try to get a third one of this size, but don't spend too much time, because we need our time with the other species as well. So, yeah, we can be happy. Cool fish. Thanks a lot for playing. We needed you. Arrivederci. Awesome. That feels good, man. That really feels good. That feels good. You're on fire. Simon und Mitch sind verständlicherweise guter Dinge.
Bullseye hatte sich kurz zuvor immerhin angemeldet. Doch trotz Ersterfolg wird der Anker schon wieder gelichtet. So, das war der dritte Spot. Wir haben noch 2 in dieser Art, wo wir schon richtig gute Fische gefangen haben, auch richtig große. Und danach packen wir die Rig-Routen erstmal kurz weg. Oder vielleicht fischen wir an der Steinpackung auch mal einen Rig, aber dann werden wir erst Powerfishing machen. Damit die Fische, die Barsche vielleicht mal ein bisschen wachrütteln. Geht's los. Wake up my perch. Erster Fisch auf dem Board. Man kann ja hier hinten lassen. So viel Fisch hier, es ist unglaublich, dass hier nichts beißt. Stell dir mal vor, wir würden jetzt einen schönen Hecht fangen, ne? Mhm. Würden wir dann runterfahren zu den Barschen? Ja, an den Fluss? Ja. Müssten wir eigentlich davor noch versuchen, einen Zander ein bisschen größer zu fangen, oder? Ja, oder da unten direkt einen Zander. Hast ja auch einen 76er, hatte ich 2 Tage, jeweils einen 70 plus, ne? I think we need one more good zander. Yeah, I think Up so. to 70, 75. Yeah. Something like that. And then we can leave to another spot. Yeah, and go for And then we go the perch. rest for perch. Then we Yeah. go the rest. We go for if there is time. Then we can go for another big zander. Fisch, Fisch. Ja, sehr gut. Sehr gut, Tobi. Echt. Komm, 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 ist vorne. Schön langsam. Schön langsam. Schön langsam. Alles gut. Lassen. Ja, die sind hier aggro. Oh, das ist ein schöner. Das ist ein schöner. Der ist lang. Ja. Da ist und ruf Köder raus. Vorsicht. Hey. So, müssen wir schnell mal. 84. 84? Oder mal? Nee, 84. Ich war sogar bei 84. 85. Tobi. Weiter geht's, komm. Mal den Hecht auch schon. Fischer. Großer, oder? Könnte ein guter Zander sein. Oh, ein Hecht. Großer? Ich habe ihn nicht richtig gesehen. Oh, ich habe gerade eben auf den Venom gewechselt, habe angefangen zu leiern. Volle Distanz, ey. Leider nicht der Hecht, ne, den wir wollten, oder? Egal, Fisch ist Fisch. Ja, doch. Schöner Fisch, Becky. Ich kann noch nicht so gucken. Ja, mach doch oben. Warum ziehst du nicht nach oben? Zieh mal. Was hat er, 85 vielleicht? Ja, super. Sehr gut, Becky. Aha, ist deutlich kleiner, als ich mir erhofft habe. 80. 80 cm der erste Hecht für uns im Finale. 80? Ja. Ein bisschen größer wäre nicht verkehrt gewesen, aber ich möchte mich nicht beschweren. Jetzt kommt sie wieder von da. Siehst du das? Die Tonne neigt sich so in die Richtung an. Im Moment Ende auflaufen, das heißt drück gerade. Ja, müsste eigentlich rausdrücken. Sollen wir die Sonne packen? Nee, ja, genau, weil guck, die drückt sich in die Richtung und wir müssen versuchen, den Winkel zu finden quasi. Es kommt halt wahrscheinlich hier raus und drückt genau hier so eine Kurve. Ja. Fisch. Jawohl. Jawohl. Yes! Da ist der nächste Fisch. Ah, ich glaube, das ist auch jetzt kein Überriese. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, das ist die Surgeon, ne? Das ist die Cherrypicker. Surgeon ist ein bisschen leichter, 2 bis 14 Gramm. Ich denke, dass er mehr als 33 hat, aber es. Okay. Ah, vielleicht ein 40. Na. Ah, aber geil. Und das ist eine Größe, da kann noch größer dazwischen stehen. Also, nächster Fisch. Du angelst weiter, Tim. Ich hatte den rechts von der Tonne. Sehr nice. Bei den letzten Spots habe ich Netrig gefischt. Das hat heute nicht so viele Bisse gebracht.
nämlich gar keinen. Und deswegen habe ich jetzt mal auf Cerik gewechselt. Hier ist der Fisch, Cerik Surgeon, 4 bis 14 Gramm, optimale Cerik-Route auf den 4-Inch Versa Pintail von Duo. Sehr nice. Ja, vorne ist er drauf, passt, ne? 36. Wunderbar. Nice. Ich freue mich. Der geht wieder rein. Ach, schön, stellt den Kamm auf. Nicht verpetzen bitte. Und schönen Tag noch. Nice, das war mein erster Wurf im Cerik. Maybe this could be the game changer. Aber ein bisschen größere bräuchten wir schon mal, Freunde. Ne? Es ist mal schön, ein bisschen Groove reinzukommen. Die Bremse ist jetzt mal ein bisschen warm gelaufen. Ne? Es wird fleißig durchgetauscht, Leute. Die letzten 5 Minuten am Spot. Versuche es jetzt noch mal ganz langsam mit Cerik auf Zander. Vielleicht kriegen wir das so ein. Weil da sind sie, wir spüren sie fast jeden Wurf. Das ist eigentlich unglaublich. Und mit dem Offset-Haken kann ich auch keinen haken. Hoffentlich. Stell dir vor. Oh. Fish? Yeah, perch. Good perch. Good one? Yeah. Perch? Ja. 100%. Hier naartoe. Ja, dat is toch heel cool hier. Komt goed. Dikke. Ja, dat is een dikke. Here it comes. Yeah, buddy. Yes. Ah, nice. Fucking hell. Oh, lovely. That's enough. We need it. Here's the board. Yes. Yes, let's go. It is 44.5, so it's 45. Ah, we've been fighting for this one. It's not an ideal competition fish because this fish has seen a lot and his tail has been worn down, so it could probably be like 1 or 2 centimeters longer in a normal situation. But look at this fish on the 24 gram spin tail, and Hugo just lost a really big zander, which would have been nice, but this is a good fish to get the mojo back. So let's get this fish back and continue casting, boys. Nice. Yes. All right, 1 down, 3 more to go. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten ist damit auch das beste Vorrundenteam auf dem Board. Teamübergreifend ist es ein fischreicher Auftakt, was einige Teilnehmer durchaus ahnen. Ich würde gerne wissen, was die anderen gefangen haben. Also eigentlich will ich es nicht wissen, aber für die Zuschauer ist es bestimmt spannend. Also ob schon jemand einen 45 Plus Barsch gefangen hat? Mit Sicherheit. Ich glaube Frankie. Frankie? Ich glaube Frankie hat schon einen. Frankie hat schon. Obwohl die sind eigentlich ins Kraut gefangen, glaube ich, Hechtangeln. Frankie und wir angeln nämlich in einer ähnlichen Region im Kraut auf Hecht und Frankie hatte schon Sorge, dass wir uns um den Spot kloppen, aber wir wollen da erst später. Wir wollen erstmal die Barsche machen. Ich meine, gestern hat es ja auch später funktioniert. Also am letzten Tag der Gruppenphase. Mal schauen. Erstmal ein Wechsel. Guppi. Das ist der Guppi. Guppi. Der hängt ganz beschissen. Fisch. Alter, das ist ein Zander. Oh, Kescher rein. Jetzt! Alter, das ist die Sau von gestern. Geil, Mann. Ich habe ihn gesehen, wie er hier hinterhergelaufen ist. Habe bloß den Schatten gesehen, ganz langsam gezogen. Habe ich gesehen, wie er ganz sachte von hinten antitscht. Der hängt so zart. Ich habe ganz sachte Druck aufgebaut, kein Anschlag. Beim Anschlag war mir klar, ist sofort raus. Guck dir das mal an, wie der hängt. Da ist alles raus. Jetzt ist alles ab. Also ich glaube, der Haken hat nicht mal ansatzweise gefasst. Das war jetzt nur durch den sachten Druck und sofort keschern. Geil, Alter. Richtig geil. Und da haben wir ihn.
Der Angstgegner des heutigen Tages. Schöner Fisch. Nicht mal ein kleiner, ey. Geil, ey. Ich kenne mal die Punkte. Das sind diese Reihenpunkte, die die Barsche auch haben. Ja. Richtig schöner Fisch. 60 könnte er haben, wa? Ja, vielleicht. Ui. Klappen hätte ich ihn jetzt nicht müssen. Aber 65er. So. Ja, 65 hat er. Super Fisch für die Wertung. Sehr, sehr wichtig. Weil sonst haben wir nur die Power Hour hier, um die Zander zu fangen. Und jetzt haben wir den hier einfach schon im Flachwasser. Und da geht er. Auf Shatterbild, Alter. Richtig geil. Richtig geil, Leute. Geil, geil, geil. Kescher haben wir jetzt auch schon fast das 4. Mal verloren. Oh, nimmt das Druck. Nimmt das Druck. Die Kai-Schiene. Neuke Kai-Schien. Die Kai-Schiene hat wieder zugeschlagen. Schwarzes Blatt, da spüre ich so ein bisschen drauf. Perfekt. Match. Geil. Genau, komm, steh vorne. Ja. Ui! Sehr schön. Schiebt der Gänzli anders. Bille, Bille. Bille, Bille. Bille. Das ist den Tag. Schöner Pike. Das ist ein großer. Das ist ein großer. Langsam. Schön ruhig. Bist du mit dem Anker drin? Ja. Ja. Das ist bockig. Das ist groß. Ja, wir haben ihn. Oh, Hundlerin. Alles gut, alles gut. Ich hab ihn. Alles. Oh, keine Angst. Keine Angst. So, der ist größer als der erste. Ja, definitiv. Das ist dein Tag heute. Ja. So, Zange raus. So, wir haben ihn gelöst. Vorsicht immer. Immer im Sinne des Fisches. So. So, hier sind wir jetzt bei 96,5, 97. Ah, so, läuft. In Feier der Mann. B1 liegt bestens in der Zeit, denn alle 3 bisherigen Fische sind klar finalwürdig. Bullseye wiederum sucht weiterhin nach dem ersten besseren. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Strecke gemacht, sind jetzt noch auf eine Stelle gefahren, sind unterwegs bei Nace vorbeigefahren, probieren jetzt hier noch einmal ein Stück tiefer auf Barsch. Wir sind noch 4,5, 5,5 Meter und im Anschluss werden wir dann Krautangeln gehen, aber hoffentlich kommt hier noch ein Barsch, mal schauen. Das sieht auf jeden Fall so aus, wäre schon im Kraut. Oh, warte. Bis? Dicker Barsch. Yes? Ja, dicker Barsch. Yes, wäre gut. Ja. Die keschern. All die drillen. Irgendwas Großes. Ich wollte schon sagen, wollen wir aus Spaß einen Biss faken und einen Drill, aber der Fisch kommt gleich. Kommt. Ich habe auch einen Biss. Ich habe auch einen Biss. Ja. Ja, oh, Riesenbarsch. Du hängst an der Tonne, oder? Ja, ich hänge in der Tonne, ich habe einen Biss. Kannst du bitte Fischkescher? Oh, der ist groß. Safe Barsch? Ja. Yes! Ich hatte hier 52er im Training, Alter. 52. Das ist er. Hört sich nicht ganz so fett an. Doch. Leute, wir haben einen richtig dicken Barsch im Drill. Oh, den brauchen wir, Tim. Geil, Mann! Ach, Tim, du Maschine, ey. Oh, fuck. Ist er flach, wo die sind? Eigentlich nicht so, aber der drillt immer noch, oder? Ja, der drillt immer noch. Das ist so irgendwas richtig Großes. Yes. Ja! 45, 46, aber es ist richtig. Geil, Leute! Ja, Bro, Petri. Soll ich ihn vornehmen und du angelst weiter? Du musst ja Ich hab einen Biss, Alter. Digga, meine Route ist hier, Mann. Oh, Digga! Ich hab den Kescher letztes ab. Und drillt immer noch, Alter. Aber welches Team ist das? Nein, der ist nicht so groß. Alter! Ich sehe meine Route. Ding. Yes! Leute,
Das Bullseye? Ja. Dann haben die gerade einen dicken Fisch gefangen. Leute, jetzt kommt hier was mir wirklich am Herzen liegt. Wir müssen die Fische schnell rausnehmen. Also das liegt mir wirklich richtig am Herzen. Da gibt es auch immer ein bisschen Knatsch. Aber mehr als ein Fisch gehört nicht in den Kescher. Die Fische haben nicht wie wir, die können nicht ihre Augen verschließen. Und das heißt, es ist durchaus möglich, dass ihr die Augen durch die Schuppen von dem anderen Fisch verletzt. Kannst du mir bitte mal eine Zange geben? Yes. Und dass die Fische dadurch erblinden. Also macht es bitte nicht, haut keine 3 Fische in den Kescher, nur um damit ein cooles Bild zu machen. Ey, das ist wirklich richtig, das kann wirklich richtig zu Schaden führen. Nur um ein Foto mit ein paar Fischen zu machen. Ist echt nicht geil, auch nicht mit dem Live-Well. Ein Fisch rein und dann passt das. Da der ist vor allem dick, Tim, ne? Da ist der Großbarsch, vor allem wie dick. Schaut euch den an. Boah, er streckt, guckt euch das an. Schön immer unterstützen bei den Großen, nicht nur am Kinn halten. Jetzt legen wir den mal drauf am Maul und dann geht die hintere Flosse deutlich über 47,5. Leute, ein 48er Barsch. Wie geil ist das denn bitte? Und der Kollege darf wieder schwimmen. Und ab geht er. Oh, da schwimmt er weg. Leute, wir haben einen 48er Barsch gefangen. Ja. Hier haben wir meinen Fisch, eine Nummer kleiner, aber könnte vielleicht ein Upgrade sein. 34. Sehr nice. Und er geht zurück. Ich hab da wieder ein bisschen. Bitte? Bis? Kleiner Fisch. Aber der nächste. Hey. Oh, doch, ist ein Upgrade, oder? Ja, ist ein Upgrade. Yes. Gut. Boah, der ist so 7,38 vielleicht? Nee, nur in 30 entspannt. Schöne Barsch. Den lassen wir hier Richtung Sonne schwimmen. Und ab geht's. Ab ins Report. Und nice, mate. Nächster Fisch. Das ist weggefahren oder was? Der ist gerade irgendwo da hochgebügelt. Ne, das fährt um die Kurve und das fährt genau auf das Krautfeld, wo wir gleich angeln wollen. Glaube ich. Ja, jetzt oben die Drift an. Ärgerlich. Wir haben einen Spotwechsel gemacht, wollten eigentlich weiter Powerfishing machen, aber hier auf meinem 360er von Humminbird habe ich gesehen, dass hier ein paar Fische stehen. Deswegen schleife ich ganz kurz eine Craw, weil ich vermute, das war ein Barsche. Ja, 2, 3 Würfe und dann geht es weiter aus Powerfischen. Wir tun uns schwer. Wir haben zwar jetzt 3 Fische schon, aber das trübe Wasser hier, das kennen wir so nicht. Das ist hier eigentlich immer ein bisschen klarer, zumindest auf der anderen Seite. Und da haben wir die Barsche erwartet. Und klar, als wir schon zum Spot gekommen sind, haben wir schon gesagt, ey, es ist so trüb, das wird schwer mit den Barschen und man sieht keinen einzigen bekommen. Naja, wir haben auch noch einen Plan B für Barsch. Ob wir den ziehen müssen, wird sich zeigen. Das wäre nämlich nicht so optimal. Dafür müssten wir nämlich über eine Stunde eine Stunde ungefähr mit dem Boot fahren. Das verliert man natürlich wichtige Zeit im Wettkampf, die man besser mit Angeln verbringt. Naja, wir gucken mal. Tolle Neuigkeiten für alle hechtverrückten Angler da draußen. Die Limited Pike Edition 2025 ist ab sofort auf hechtundbarsch.de erhältlich. Und für nur 99,99 bekommt ihr ein perfekt aufeinander abgestimmtes Hechtpaket, bestehend aus Hardbaits, Softbaits, Metallködern und dem passenden Zubehör. Und das mit einem Warenwert von über 165 €. Also schnell sein lohnt sich, limitiert ist limitiert und der Saisonstart steht vor der Tür. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot
von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, hat nur einen Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, führerscheinfrei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. All right, we're gonna move out towards the spot where we started. Less current now, so there should be more fish willing to bite, and it's easier to present our baits as well. So let's check the spot out, and then we got one more good perch spot before we hopefully switch towards pike fishing. We're trying to get some more perch on the map. Hopefully a zander in between, and then we can focus on the big pike fishing. Because also for pike, we know that usually the morning bite is the best. So first tick off the most important species for us, which we usually struggle with a little bit, and then go for a big pike. Jonas, what do you think about searching with a boat? Have fun structure. Where? Exactly where I am right now. Sand, it's super. I was really in the structure there. Okay. But far out, huh? Maybe. Yeah, we go like 5 meters ahead. Max, yeah, there's a perch at least. Yeah. It's extremely small, but doesn't matter. Nope. Perch is perch. Yeah, there we go. You see, hopefully we can change this out, but 28 centimeter perch. Yeah. Can only get bigger. Hier beißt nicht mal weg. Kleiner. Klein? Vielleicht ein Barsch. Da ist ein Barsch, aber auch klein. Was hat der? 31? Einmal. Ja. 31er. Verräter. Ein Verräter. Ein 31er. Den hat auch ein Hecht mal richtig gepackt. Der könnte auch vorbeigucken, der Hecht. Aber bitte nicht aufs Zierig oder Dropshot. Dann lassen wir auch schnell wieder zurück. Hopp. Oh, fuck! Gee, the pike. Ah, no. Yeah. Look at that. That's a good pike as well. Oh. We're unlucky today, I must admit, to be honest, because this is the third fish we lost. Good pike that stole the tail of my lovely whitefish shed in 12 centimeter. So this ain't gonna work anymore. Wie tief? 1,16. Oh, guter Biss. Scheiße. Fuck. Alter. Alles weg. Hecht, oder? Da ist nur der Trailer weg. Und die Skirts, oder? Ah, und die Skirts, ja. Hecht. Scheiße. Der wäre wichtig gewesen vielleicht. Sau ärgerlich. Ja. So 1,10 Meter könnte man wieder gebrauchen. Der Biss war brutal. Wo seid ihr denn alle, Kollegas? Fehlbiss. Mann! Gibt's doch nicht. Jo. Fish? Ja. Perch. Perch. Yeah. It's not a big one, but it is a perch. Sorry for that. We got a 34.5, 34.6, 34.6. So yeah, that makes 35 for this competition. Nice perch on the crazy swim jig. Let's get her back, do a couple more casts, and then
focus on the pike, I guess, and we'll get the zander in a different way. Ja, wir schauen jetzt nach unserer Driftstrecke. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen flacher, fahren jetzt mal in die 2 Meter Bereiche und hier sieht man super, wie wir gedriftet sind, dass wir nicht immer dieselbe Strecke fahren. Genau, wichtig ist immer, ca. 20 Meter versetzt zu fahren. Ja. Frisches Wasser. Und hier oben haben wir ein breites Zeitscan-Bild. Hier kann man nämlich schön erkennen, wo das Kraut ist. Und ein dicker Fisch steht auch, selbst im Kraut. Dann hast du traditionellen Mode und Down Clearville. Hier kann man es ganz gut erkennen, wo wir lang fahren oder wie wir unsere Route nehmen. Ja. Hier haben wir Zeitscan. Jede Seite 10 Meter decken wir ab, dass wir jetzt nur die Wurfstrecke haben. Clearview und traditionell. Damit sind wir hier vorne erstmal perfekt abgedeckt mit einem großen Bildschirm. 16 Zoll. Den haben wir jetzt so tief verbaut, nicht mehr hoch, praktisch dadurch, dass er jetzt größer ist, kann man hier super drauf gucken, eine super Sicht. Und der ist fest montiert, weil das Boot sehr schnell ist, Tournament-Style. Deshalb dieser eine große Plot, oder Kartenplotter im vorderen Bereich. Machst du überhaupt auf meinen Deck hier vorne? Das habe ich immer schön gedacht, dass ich alle Feuer kriege. Ja. Mach dich nach hinten. Fisch. Ja, sehr schön. Barsch. Oh, schöner Barsch. Fang. Komm, lass die Route liegen. Ja. Wow. 3 zu 1. Und was für ein schöner. Oh, schön. Sehr Geil, gut. geil, geil, geil. Ankerfunktion? So, ja. Hammer. Ist drin. Perchy Perch. Ja, ist das schon mal nicht schlecht. Hast du schon wieder gepiekt? Ja, immer. Also irgendwie die Fische hier in Holland machen mich fertig. Ja, mach's gut. Und? Guck mal. 42. Guck mal hier. 42,5. Ja, ist 05. 42,5 ist 43. Ja. Ist ein 43er Marsch. Ja. Gib mal, der hat lauter Punkte über, ja? Ja, ja. Und rein. Okay, weiter geht's. War natürlich ein Bonusfisch, mit denen haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber hier in Holland ist alles möglich. Fisch. Guter Fisch? Nee. Kommt drauf an, was es ist. Komm, 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 komm. Yes. Ah, sehr gut. Oh, Spinnerbait liefert heute. Ja. Und das war mehr als einer da. Ich habe mich Biss und direkt danach Fisch. Da ist er. Warte, vorne ist er dran. Ja, doch. Ja. 45. Okay, kein Monster, aber ein wunderschöner Fisch und Dankeschön. Aber nachdem ich gerade einen Biss hatte und ein Hecht war, habe ich mich schon geärgert, weil ich hatte schon das Gefühl, das war ein großer Fisch. Und dachte, Mann ey, so viel Pech können wir noch nicht haben. Kam jetzt aber relativ schnell der Barsch. Was sehr wichtig ist, jetzt haben wir, egal welchen Fischräuber wir fangen, die Möglichkeit auf eine Full Cut, was schon mal ganz gut ist. Ja, das Einzige, die Größen lassen zu wünschen übrig. Klar, 45, guter Barsch, aber ne, man ist hier in einem Gewässer, wo das eher so ein mittlerer Fisch ist, kein großer. Und im Finale braucht man halt große Fische. Egal, ich freue mich. Weiter geht's, Becky. Wir hauen noch ein paar raus. Hobbyangler verdrücken ein Tränchen, während Nace sich mit diesem mittleren Barsch auf Platz 3 schiebt. Andernorts beweist Christian, dass Feinsinn und Großhechtangeln keinen Widerspruch bedeuten müssen. Das wollten wir vielleicht noch nicht. Ich hatte jetzt einen Abriss hier vorne an der Scharkante und hier verbinde ich in dem Fall wieder das Stahl 7x7 mit meinem Fluorocarbon. Ungefähr 1,5 Routenlängen da drauf. Abriebsfestigkeit und Sichtigkeit mit einem Albright-Knoten. Das wirklich super funktioniert bei dem Zahnleinstahl, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Und dann ist wieder ein kleiner, super filigraner Knoten da. Beiden Enden kann man fast bündig abschneiden. Und dann kommt vorne noch ein Snap ran. Als meine Hauptschnur auf der Spinning ist die Sunline Super PE, ein 8-fach-Geflecht, super weich, trotzdem sehr abriebsfest, super leise in den Routenringen, also man hört fast gar nichts. Das Besondere bei Sunline ist, dass die Tragkraft am Knoten angegeben wird. Also das könnt ihr gerne zu Hause testen.
Die Super PE ist in recht vielen kleinen filigranen Varianten erhältlich, zwischen 3 und 12,5, also vom Barschangler bis zum Zander Jigger am Rhein. Einer der besten Schnüre, die ich je gefischt habe. Dann ist man auf jeden Fall super aufgestellt in jedem Bereich, ob nun Fluss, See, Barsch vom Bellyboot oder sonstiges. Für mich einer der besten Schnüre im 8-fach-Geflecht. Super leise, super gut. Yes. Pike it is for now. 15 minutes max. 15 minutes, Zander fishing, and then we'll see what we need. Ja. Wir brauchen noch 2 Fische für die Full Cut, oder? Ja. Aber egal welcher Fisch. Ja. Halt die Frage, ob man dann wechselt und sagt, hey, man hat die Full Cut, jetzt geht man aufs Vollkack, weil man glaubt, man fängt da die größeren. Oder man angelt hier weiter und denkt, ey, die beißen gut, vielleicht kommt hier ein größerer. Also ich glaube schon, dass wir wenn wir fleißig durchangeln mit viel. Ich meine, ich hatte 2 Bisse jetzt auf dem kurzen Streck. Ja. Einen Fisch gefangen und den Hechtbiss. Die beißen wie die Großen, doch. Aber die beißen. Wir haben den ersten Spotwechsel gemacht. Wir chicken wieder. Jetzt erstmal beide recht schnell, wie wir eigentlich heute begonnen haben. Und gucken, ob wir Kontakte kriegen. In den ersten 3 Würfen hat man 2 Bisse. Scheint nicht allzu schlecht sein, aber es sind wieder die kleinen Zander. Mal gucken, ob wir die großen auch da drauf bekommen oder ob wir gleich mal wieder Dropshot oder so auspacken, um ja, zu gucken, dass wir die launischen großen Zander vielleicht irgendwie doch noch überreden oder auch hier einen dicken Barsch fangen, weil hier hatten wir gestern im Training einen großen Zander und einen großen Barsch. Deswegen mal gucken. Angeln. Alles weggefangen. Alles weggefangen, ja. Eigentlich sind wir nach 5 Minuten abgehauen hier wieder. Beide Fische vom Spot weg. Mehr gibt's hier nicht. Nee, Spaß. Aber ja, wir machen den Jigger erstmal. Fisch, guter. Also besser als die wir hatten. Ich sehe nichts im Schaum. Maßiger Zander, Junge. Zettler. Glaubst du doch nicht. Das glaubst du doch nicht. Und ich mach weiter. Ja, aber auch direkt vom Boot. Das beißt. Das war endlich mal so ein Zandertock, wie man ihn haben will, Leute. So. 51, also. Nach dem 31er haben wir jetzt einen 51er. 50,5. Uiuiuiui. Der Bann ist gebrochen. Der Bann. Schnell zurück. Hau ruck. Hau ruck. Und los, weiter geht's. Okay guys, the perch plan worked. We got 2 really nice perch on the list. And now it's time for the Zander. Let's hope we find them in midwater pelagic. So we are starting the power hour using the active target to target them. Let's hope we find some hungry ones. Das Einzige, wovor ich halt richtig Angst habe, ist ein großer Zander. Dass er nicht beißt, meinst du? Ja. Von Talahun und Talahina. Oh! Was ist es? Kann ich dir nicht sagen, Alter. Könnte ein Barsch werden. Nee, Zander. Zander. Bam, Alter! Ey, selbe Größe, geil wie Sau. Alter. Hältst du? Jawohl. Vielleicht waren wir einfach gestern eine Stunde zu spät hier mit der Tide. Und hier kommen erst die Zander, dann die Barsche und dann die Hechte. Oh, der ist schön. Ja, der ist gut. Packen im Nacken, verlier den bloß nicht. Schöner. Oh ja, der ist ja vielleicht noch ein Stück länger als meiner. Der kann noch einen kleinen Ticken, aber schöner Fisch auf jeden Fall. Richtig geiler Zander. Warte mal, gehen wir hier ran. Ja. Gerade Linie ab. Marsch ran. Über 1,5 bist du vorne dran. Ja. 64,5, 65. 2,65er Zander an Bord, ein 50er Barsch. Das läuft. Das ist geil. Yes. Bam, Junge. Yes, yes, yes. Schön. Das beißt wirklich gut. Es macht auch Spaß, aber natürlich leider auch der viel zu klein. Ja, aber jetzt hier scheint es besser zu beißen als da drüben. Hier beißt deutlich besser wie am anderen Platz.
Und hier gibt es auch große. Jetzt müssen wir uns halt durchangeln. There it is. You find it? Yeah. Circle, is it over there? Right in front here. Fish. What the fuck? Nice. Yep, camera on. No, small sander. So, took the Pope. He took it. You can go away, you stay. Ich würde mal so langsam eine Ladung Sonnencreme gebrauchen. Bei der Verkündung der Ergebnisse war ich mächtig rot im Gesicht. Ich hoffe, das habt ihr auch gesehen. Da wollte ich heute eigentlich gegenarbeiten. Aber es ist im Turnier immer schwer, sich dazu zu bringen, generell Pausen zu machen vom Angeln, weil man halt unbedingt weiter angeln möchte. Und wenn ich jetzt die Pause mache, dann beißt er. Aber da sollte die Vernunft gleich mal siegen oder ich mir mal Sonnencreme drauf mache. Aber da macht Tim gleich den nächsten Spotwechsel mit dem Boot und ich creme mich mal ein. Yeah, he's turning, coming. Oh, missed it? Fucking hell. Snapped the line again. What the hell? Okay, next rod. Fuck. It's not the leader. Look, we fish like this. With a shock leader and a pike leader. And the thick one is not on anymore. Okay, focus. No problem. I can rig one more with 10 gram. Die Party geht weiter. Die Party geht weiter. Frittenparty. Unglaublich, ey. Fast jeden Wurfkontakt, ne? Fast jeden Wurfkontakt. Das ist verrückt. Jetzt hängen wir mal Enricos Geheimwaffe dran. Haha, so jetzt. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Gucken wir mal. It's going good. You will see it. I think. Yeah, you saw it. It's coming. It's coming. Yep. Nice. Not a big fish, but it's a fish. It's an okay fish. It's not that small. Not that small. Should be a 70. What do you think? Yo. Kiddo. Well done. Go for the next one. Let's see the length. How much points will it bring? Squeeze it. It's a 69. 69. Awesome fish. Quick and dirty in the power hour. Nice. We need 2 more of those. A little bit bigger would be awesome, of course, but we'll take them. Beautiful fish. 69, going back. Yep. Bye bye. Woohoo. Dritter guter Fisch für Lawrence. Währenddessen erleben wir bei LMAB einen klassischen Fall von Überinterpretation. Oh, das ist das Zeichen. Das ist ein Zeichen da. Tim. Ich schmeiß zum Pike. Hol ihn mir da. Jetzt nicht. Fisch an. Großer? Ja, könnte ein schöner Barsch sein. Cheddar? Ja. Das ist zu schwer für den Barsch. Okay, schade. Egal, erstmal zur Fullcard, ist okay. Schade, ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ein großer Barsch. Dann wurde er aber leider zu schwer. Das ist ein Hecht, kleiner als der letzte. Schnell das Mesherboard aufklappen. 77,5 drüber, also 78. 78er Hecht. Bringt uns näher zur Fullcard. Aber fürs Finale brauchen wir größere Fische. Nace bleibt anspruchsvoll, liegt aktuell aber bei soliden 82 Punkten pro Fisch. Und wir nähern uns schon der Halbzeit. Moment, Kescher.
Der ist wieder gehakt, Junge. Wieder kein Biss gehabt, oder was? Ja, aber der hat sich so komisch geschüttelt. Aber ich glaube, der muss gehakt sein. Der ist zu schwer. Jetzt warte mal. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt warte mal. Aber manchmal haben wir auch schon gedacht, das ist gehakt. Jetzt ist einfach mal ein richtig korrekt gehakter Fisch im Maul. Oh ja. Ja, Mann. Jawohl! Der ist vor Kiemendeck, da kannst du jetzt sagen, was du willst. Ey, die beißen. Da, legen sich Köder ist drauf. auch ab. Aber der war ganz klar. Der war ganz klar. Ganz Hast du klar. gesehen? Ah. Nervensache. Nervensache. Ja, Mann, Daxler. Nervensache. Nimm mal den Köder raus als erstes. Oh, richtiges Schiff. Richtiger Brecher. Der ist gut. Ist richtig gut. So, jetzt wird er gleich wieder ausrasten. Muss man wirklich aufpassen. Wie groß? 75. 75, yes. Leute, 75er Zander! Alter, ist das ein Yes. Guck dir das Teil an, Junge. So gut. Yes. Jetzt holen wir sie uns am Wickel. Die Jungs haben sowas von gar keinen Bock auf uns. Kann ich auch verstehen irgendwie. Man hat's zum Glück gesehen. Kein besonders williger, aber in jedem Fall ein regulär gefangener Zander. LMAB wird für die Hartnäckigkeit belohnt und punktet erstmals satt. Das perfekte Rezept sucht man aber nach wie vor. So, einmal geschüttelt, raus ist er. Schöner Zetti. Verrückt, habe ich echt noch nie erlebt, sowas. Nee, so nicht. Also so viel Fisch gibt es bei unserem Boot sowieso nicht, muss man sagen. Aber das ist echt verrückt. Aber jetzt ist auch wirklich wichtig, rauszufinden, auf was die Fische reagieren. Weil wenn man so viel Fisch am Platz hat, kann man auch wirklich alle 3, 4, 5 Würfe tauschen. Gewicht, Köder, Farbe, Methode. Und ich mache das auch. Ich wechsle also quasi echt alle 5 Würfe die Route. Enrico fischt den Stiefel durch mit dem Köder, der am meisten Kontakt gibt. Entschuldigung. Und ja, vielleicht haben wir ja Glück und finden noch raus, auf was sie beißen. Oder wir kriegen einfach ein Beißfenster und dann scheppert's. 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 Eieiei, Junge. Das ist nicht normal. Ohne Scheiß. Wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen erstmal. Was machen wir? Bleiben wir hier? Gehen wir aufs Vollkrag? Fahren wir runter zu unserem Fluss? Fluss habe ich das Gefühl, könnten wir einen großen Zander, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den fangen. Aber das würden wir, wenn dann, ans Ende legen. Ja, aber müssen wir trotzdem 3 Stunden vorher hier los. Also müssen wir spätestens um 13 Uhr hier los. Big bite time. We got our first perch on the board, second perch on the board. Unfortunately, that Zander dropped, but I think we have a plan to get that one later on today. And we know that morning bite is important, so that's where we're gonna bring out the big guns, try to get a big pike in front of the lens. Ik denk zelfs dat we gewoon even doorblazen. Ja, naar Gewoon de hoofdzoon pakken. dat denk ik ook. Hier is het. Ja, It's my friend Hugo from Savage Gear. I always give him the... Wait. Okay. Ah, fuck, Biss. Ja? Ja. Ja, Barsche. Fuck. Mist. Zweimal drauf Ja, ich hab's gesehen. Scheiße. Chatterbait? Nee, 5-Inch Predator geleiert. Zweimal ist ein Barsch draufgegangen. Aber ist Neuer nicht Köder? geblieben. Ja. Check mal schnell, ob es Raspler sind. Vielleicht war es auch ein Hecht, macht auch zweimal. Sah barschig aus. Gar keine Bissspur. Ah doch, hier. Es war ein Hecht. Hecht, ja? Ja. Aber der hat nur ganz hinten erwischt. War ein Hecht.
Right on him. Clear view. Yeah, he saw it now. Come on, bite, please. It's not taking. Takes too long, huh? Go, 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 go. A small one, but we have it. Even sneller, Bob. Boom. Awesome. Good job, Mitch. Yes. 64, yeah. Okie doke. 64. Good job, Mitch. Mitch's fish. We were hoping for a little bit bigger one, but hey, 64 is also a super nice fish, of course. Let's fill the power hour, try to get an upgrade. Well, we need one more for the cart, so let's go. This one goes back. Bye-bye. And we're on the next one. Fisch. Ach, Mann, ey. Ach, messe ich ganz schnell. Vorne dran über 57, also 58. Und der darf ganz schnell wieder zurück. So, da ist er. Ach, guck mal, was der ausgekotzt hat. Was ist denn das? Das ist ein Stickleback. Eine Grundel. Was ist das? Naja, und als Erinnerung ein Hechtzahn. Ganz schön großes Ding. Hopp. Ach, Fullcard, Becky, juhu! Ah. Man merkt, die Freude ist überschaubar. Ei, ei, ei. Das ist so blöd im Turnier, ne? Man meint das ja gar nicht so. Eigentlich würde man privat angeln, wäre das ja super geil. Der Biss, schöner Fisch. Hier geht es halt ein bisschen um was. Und da bleibt manchmal die Freude über bestimmte Fische ein bisschen auf der Strecke. Ja, aber denkt nicht, dass wir immer so sind. Wenn wir normal angeln mit weniger Druck, dann ist es natürlich bei uns anders. Schraube gibt es eigentlich nur bei uns. Wir waren die ersten zumindest auf dem Markt, die ein Spinnerbait mit Schraube angeboten haben als Köderbefestigung. Hat den Vorteil, der Köder läuft freier, hat mehr Spiel, der Haken ist freier, der Köder hält besser, also nur Vorteile eigentlich. Ja, und das macht den Maze Runner so besonders, unabhängig davon, dass er auch unglaublich viel fängt. Hat er heute auch schon wieder bewiesen. So, Becky, Full Card, ab jetzt die großen, okay? Jetzt wird es Zeit für die großen Fische. Ich hoffe ja ganze Zeit auf einen guten Zander hier. Ich leihe den Predator 5 Inch 1004. Das hat im ersten Jahr YPC Boat so gut geklappt hier. Deshalb hoffe ich, dass auch heute wieder ein guter Zander einsteigt. Da, Fisch. Fisch. Da ist er. Auf dem Gilden. Vorsicht, schnell. Da ist er. Auf dem Bestköder. 4:2. 4:2. So, 65. Sack. Da kann man an. Im Schatten. Unter der Brücke. Unter der Brücke. Ja. Ein Fisch zur Fullcard noch. And it's on full paper. Yeah. What do you think? Still don't believe in this place. That's a full paper. And this lucky one is 34. 34. I'll report it. And I will get another one. In the fucking chain. Entangling the chain. Need to get this away from the chain. You don't trust in this spot, huh? You don't trust in this don't spot? Trust in no, no. It's a good perch. Never trust in this spot. It's a good perch. Must be a good perch. Yeah, it is. It is. There he is.
It's a giant. Yes. Woo! Okay, no one tries this spot. What the fuck? This is a really nice one. Look at this. Hurry up, there is another one. Yeah. Now we are talking. This one on the Butterbolt. Oh, this is a nice one. Hurry up. Look at this. Woo! It's a fat one. Really oh, that's nice. A nice one. That's a nice one, you see? Should be 48, 49. It's a 49. Oh, it's a 50. You see? Yeah, it's a 50, you see? Yeah, it's a 50, for sure. Baby! Woo! A 50 centimeter perch. That feels so fucking good right now. You know, the Butterbolt with a tungsten jig head from Bite Oblique and a 50 centimeter. Woo! Yes! Look at the head, it's a big old one. Back he goes. Oh, that felt so good. Yeah. We don't trust in this spot, huh? Didn't see any fish here. Feels amazing. I really needed this fish today. A really good perch. A 50 centimeter on the final day, yeah. Yeah, unbelievable. Ein zweiter Kicker und zugleich der Abschluss dieser abwechslungsreichen ersten Finalfolge. Bite of Bleak bringt sich in Position, um hier womöglich beim Erstversuch den Titel einzufahren. Bis dahin ist's allerdings noch ein weiter Weg, denn Jonas 100-Punkte-Barsch war längst nicht der einzige bemerkenswerte Fang an diesem Vormittag. Nace folgt auf Platz 2, ebenfalls mit Fullcard, doch Felix und vor allem Dustin befürchten wohl zu Recht, dass es für die Top-Plätze noch wesentlich größere Fische braucht. B1 und Lawrence belegen bei jeweils starker Durchschnittspunktzahl aktuell die Ränge 3 und 4. Sunline liegt aktuell nur auf Platz 6, steht aber trotzdem mit besseren Chancen da als LMAB, Bullseye und Savage Gear, die bislang jeweils nur einen endbordwürdigen Fisch auf die Matte bringen konnten. Noch allerdings bleibt allen Verfolgern genügend Zeit, um das Ruder rumzureißen und das Ganze hier in eine andere Richtung zu lenken. Schaltet nächsten Sonntag ab 18 Uhr wieder ein, wenn sich der YPC Boat 2025 endgültig entscheidet, und kommentiert mal mit eurem Favoriten. Unter allen richtigen Tipps verlosen wir eine kleine Auswahl der originalen Erfolgsköder aus dieser Staffel. Ciao!